ist Daniel Möller, ich bin 33 Jahre alt, aufgewachsen in dem beschaulichen kleinen Ort Weinheim in der Nähe von Heidelberg. Also Talent Acquisition Business Partner oder TABP, das ist also sozusagen der erste Ansprechpartner für die Manager hier im Unternehmen, was den Bereich Antworten und Reagieren auf akute Businessbedarfe betrifft. Und unsere Aufgabe oder je nachdem deine Aufgabe als Talent Acquisition Business Partner wäre eben gemeinsam mit dem Management an Lösungen zu arbeiten, sprich konkret, was das Recruiting betrifft, dann eben auch Kandidaten zum Beispiel durch Active Sourcing also zu entdecken und genau die Kandidaten dann auch anzusprechen über die verschiedenen Recruiting-Kanäle. Also ich würde sagen, da muss man unterscheiden zwischen Hard Skills und Soft Skills. Ja? Also was die Hard Skills angeht, ist es sicher nicht schädlich, wenn man auch eine entsprechende Ausbildung hat, zum Beispiel im Bereich BWL, in der Psychologie, Personalmanagement. Also das ist schon gut, wenn man Basics zumindest drauf hat. Aber vielleicht bin ich da ein ganz gutes Beispiel auch persönlich, weil ich jetzt auch als Quereinsteiger eben in den Beruf hineingekommen bin. Wichtig ist natürlich absolute Motivation, gute Kommunikationsfähigkeiten, auch Interesse an an Personalfragen, sage ich mal. Und grundsätzlich Stressresistenz ist auf jeden Fall wichtig, den Überblick behalten können, auch wenn viele Prozesse am Laufen sind. Es können Einstellungsprozesse oder auch andere interne Prozesse sein. Also grundsätzlich gute Management-Skills, emotionales Einfühlungsvermögen auch. Das sind alles Dinge, die benötigt werden. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr abwechslungsreich. Also manchmal hat man das Gefühl, dass der Tag wirklich im Handumdrehen vergeht. Es gibt immer Aufgaben, die man sich auch selbst definieren kann. Das schätze ich sehr. Ich bin jemand, der gerne auch Freiraum hat, eine gewisse Kreativität, die er mit reinbringen kann. Natürlich, wie es natürlich auch im Sales-Bereich ist, gibt es klare Ziele. Aber mir gefällt es besonders, dass ich eben den Freiraum habe, selbst zu gestalten, auf welche Art und Weise ich diese Ziele erreiche. Es ist genau das, was ich machen wollte, weil ich habe ja schon erwähnt, dass ich ganz gerne in einem multikulturellen Umfeld gerne arbeiten wollte, auch mit Fremdsprachen. Und da habe ich absolut die Gelegenheit bei T&S hier das zu tun. Grundsätzlich keine Berührungsängste haben, ja, also keinen zu großen Respekt. Wie gesagt, ich kenne das von mir selbst auch, als ich eingestiegen bin, hat man erstmal den Gedanken, naja, ich habe jetzt da noch keine große Erfahrung in diesem Bereich gesammelt. Man sollte sich ein bisschen locker machen, es einfach mal versuchen, ins kalte Wasser zu springen. Und dann passt das normalerweise auch. Also kommunikativ, offen sein, interessiert natürlich, neugierig auch Neues zu erfahren. Es geht auch darum, das Unternehmen erstmal gut kennenzulernen und auch zu verstehen, mit welchen Themen man auch auf welche Personen zugehen kann. Und das sind alles Dinge, diese Neugierde, Offenheit, die man immer gut gebrauchen kann. Unbedingt brauchen wir neue Kollegen. Es ist wunderbar, einfach in diesem international dynamischen Arbeitsumgebung hier zu arbeiten. Und wie gesagt, es ist einfach wunderbar, weil es jeden Tag neue Herausforderungen gibt und wir einfach ein ganz tolles Team sind, das auch gerne Verstärkung haben möchte.